Tadschikistan und Usbekistan, mehr als eine Rundreise. 12 Tage, 8 Städte, 3 Seen und das Pamirgebirge. Wir zeigen dir, wie es jeder locker hinkriegen kann. Unsere heutige Reise führt uns nach Samarkand. Hinter uns liegen die Zarafshan-Kette mit ihren charmanten Bergdörfern und die alte Stadt Panjshakent. Samarkand ist eine der ältesten Städte in Zentralasien. Seine Geschichte wird auf 2500 Jahre datiert. Die Stadt wurde unter verschiedenen Kulturen und Herrschern geprägt, darunter die Perser, Griechen, Araber, Mongolen und Timuriden. Wir haben uns für das Hotel Medina entschieden. Dieses Hotel erfüllte viele unserer Erwartungen. Schönes Ambiente, einladende Atmosphäre, freundliches Personal. Von dem Hotel aus kann man die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß erreichen. Und nach einem erlebnisreichen Tag steht ein Schwimmbad zur Verfügung. Das Frühstücksbuffet hat eine große Auswahl an regionaler Küche und war lecker und reichhaltig. Der Kristallgarten in Samarkand ist ein ambitioniertes Projekt. Hier erzeugt man ein künstliches Mikroklima mit Temperaturen etwa 5 Grad niedriger als in der Umgebung. Dabei spielt eine 360-Grad-Fontäne eine große Rolle. Unser Weg führt uns an einem Behördenzentrum vorbei, einem beeindruckenden architektonischen Werk. Und weiter in einer entspannten Atmosphäre durch den Zentralpark. Immer wieder an den funkelnden Fontänen und im schattigen Grün vorbei an dem Oper- und Balletttheater. Auch das imposante Amir-Temur-Monument liegt auf unserer Route. Im Amir-Temur-Park angekommen, genossen wir die schöne Aussicht und die Frische an den Fontänen. Das Rughobot-Mausoleum ist ein mysteriöses Bauwerk, das zu Lebzeiten von Timur im 14. Jahrhundert errichtet wurde und seinem spirituellen Lehrer gewidmet ist. Seine asketische Bauweise unterstreicht das Alter des Gebäudes. Das Gur-Emir-Mausoleum wurde 1404 von Timur erbaut und repräsentiert islamische Architektur im persischen Stil. Seit 2009 prägt es den Namen Mausoleum der Timuriden. Die Skulptur Goldene Wächtertiger stellt den kaspischen Tiger dar. Es handelt sich um eine ausgestorbene Unterart. Der Registan-Park liegt, wie der Name verrät, in der Nähe des Registans. Hier gönnten wir uns eine kleine Pause, bevor es zu dem berühmtesten Platz von Samarkand weiterging. Die ersten Schritte auf dem Registanplatz sind ein aufregender Augenblick. Seit unserer Kindheit hegen wir Bilder dieses beeindruckenden Ortes tief in unserem Gedächtnis.
Nun dürfen wir den Platz endlich mit eigenen Augen erkunden. Uns offenbart sich ein Ensemble voller wunderschöner Details und prägender historischer Bedeutung. Ursprünglich war hier ein Zentrum des Handels entlang der Seidenstraße. Seine Blütezeit erlebte Samarkand während der Timuriden-Dynastie im 14. und 15. Jahrhundert. Die Ulugh Beg Madrasa wurde im Jahr 1417 von Ulugh Beg, einem berühmten Astronomen und Gelehrten, erbaut. Sie diente hauptsächlich der Lehre exakter Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik, und Ulugh Beg selbst unterrichtete hier. Die Madrasa zeichnete sich durch ihre klassische timuridische Architektur und den eindrucksvollen Innenhof aus. Das Registan-Museum befindet sich auf einem Teil des Platzes. Es ist modern und großzügig gestaltet. Es enthält eine Fülle von Artefakten und Informationen zur Geschichte von Samarkand. Die Tilyakori Madrasa, übersetzt als mit Gold bedeckt, wurde zwischen 1646 und 1660 erbaut. Hier erhielten die Schüler eine umfassende Ausbildung in islamischer Theologie, Recht, Philosophie, Astronomie, Mathematik und Medizin. Berühmte Gelehrte wie Mirzo Ulugh Beg ibn Shahrukh lehrten hier. Die Sherdor Madrasa wurde im Jahr 1636 unter der Herrschaft von Jalang Tush Bahadur erbaut. Sie beeindruckt mit ihren riesigen Kuppeln und Minaretten. Hier wurden islamische Theologie, arabische Grammatik, Recht, Astronomie und Mathematik unterrichtet. Die Mosaike auf der Fassade dienen nicht nur als Dekoration, sondern reflektieren auch die reiche Tradition der islamischen Kunst. Einige der Symbole haben religiöse oder historische Bedeutung. Zum Beispiel Löwen mit Sonne ist ein persisches Symbol für Macht und Stärke. Die geometrischen Muster symbolisieren die Unendlichkeit und die Einheit mit Gott. In einigen Mosaikelementen sind arabische Schriftzeichen eingebettet, die Auszüge aus dem Koran darstellen.
Anschließend sehen wir den Registanplatz nicht nur als historische Stätte, vielmehr als lebendiges Erbe, das uns an die Werte von Bildung und Kultur erinnert. In seinen Gebäuden und Mosaiken spiegelt sich die Essenz der Seidenstraße wider, die Generationen von Reisenden und Gelehrten inspiriert haben. Möge der Registanplatz uns immer daran erinnern, wie tief die Wurzeln der Menschheit und der Suche nach Wissen und Harmonie verankert sind. Der Greatness Park ist ein moderner Park in der Nähe des Registans. Er offenbart die touristische Seite des Samarkands. Die Bibi-Shanum-Moschee ist ein weiteres Zeugnis für die Blütezeit der timuridischen Kultur. Der Name Bibi Shanum bedeutet übersetzt ehrenwerte Dame und ist eine Referenz an die Frau von Amir Timur, Sarai Mulk Tanum, die auch als Bibi Shanum bekannt war. Die Shidr-Moschee in Samarkand ist ein wichtiger religiöser Ort und gilt als einer der heiligsten Orte der Stadt. Sie wird mit der Verehrung von Hazrat Kisra, einem wichtigen Propheten im Islam, in Verbindung gebracht. Das Shahi Zinda Ensemble wurde über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten erbaut, beginnend im 11. Jahrhundert und fortgesetzt bis zum 19. Jahrhundert. Seine lange Baugeschichte spiegelt verschiedene Baustile wider, darunter den persisch-islamischen, den timuridischen und den usbekischen Stil. Der Name Shahi Zinda bedeutet der lebende König und bezieht sich auf das Mausoleum von Qusam ibn Abbas, einem Cousin des Propheten Mohammed. Die Legende besagt, dass er nach seinem Tod hier begraben wurde. Und seine Ruhestätte soll besondere spirituelle Kraft haben. Die architektonische Vielfalt dieses Ensembles ist zauberhaft. Mit kunstvoll gestalteten Kuppeln, farblich leuchtenden Fassaden und symbolreichen Mosaiken. Jedes Mausoleum erzählt seine eigene Geschichte. Dieser Ort ist reich an Legenden. Einer der Glaubenssätze besagt, dass diejenigen, die das Mausoleum von Qusam ibn Abbas besuchen und um seine Fürsprache bitten, Segnungen und spirituelle Hilfe erhalten werden. Das Ensemble wurde im Jahr 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Siob Bazar ist ein lebhafter Ort mit bunter Atmosphäre. Denn sowohl Einheimische als auch Besucher der Stadt kommen hierher, um einzukaufen.
Die Fülle an Waren erfreut das Auge. Saftige Früchte, verlockende Süßigkeiten, Gewürzpyramiden, kunstvoll bemalte Teller und vieles mehr. Hier können Sie viele Produkte probieren. Die Händler bieten gerne Kostproben an. Sie erkennen auch von weitem die Touristen und erhöhen die Preise im Voraus. Dennoch wird das Verhandeln hier sehr geschätzt. Samarkand hat auch eine moderne Seite, die wir dank Davlat Faiseev, dem Geschäftsführer des Reiseunternehmens Afrosiab Travel Usbekistan, kennenlernen durften. Wir können euch das Unternehmen uneingeschränkt weiterempfehlen. Dieses Reisebüro bietet ihre Beratung in einem sehr guten Deutsch. Nachts in Samarkand pulsiert das Leben auch an den historischen Plätzen. Einheimische und Touristen versammeln sich an den populären Plätzen, um die Schönheit der Stadt in nächtlicher Beleuchtung zu genießen. Inmitten der historischen Bauten und lebendigen Basare haben wir nicht nur Erinnerungen gesammelt, sondern auch eine wertvolle Erkenntnis mitgenommen. Selbst über die Jahrhunderte hinweg verbindet das Bestreben nach Wissen und die Suche nach kultureller Verbindung die Menschheit als zeitlose Konstante miteinander. Samarkand wird immer ein Symbol für diese universelle Suche bleiben.